Die Rückkehr von Dior Sauvage. Yes. Von Dior. Yes. 2026, er ist zurück, weil wir Frühling haben und das Wetter gut ist. Und ich habe diesen Duft ewig nicht benutzt und gerochen. Und letztens wollte ich ihn mal wieder riechen. Und ich muss sagen, Johnny Depp. Yes, ihr kennt das noch von früher. Der Johnny Depp-Duft. Wir gehen rein, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Talk aus Hamburg. Ja, Dior Sauvage, Mann. Ich wollte mal ihn wieder zeigen. Und natürlich das Eau de Toilette. Das sind hier seine Brüder, ne? Das Elixier, Parfüm, Eau Forte und natürlich hier fast das geilste Teil, Very Cool Spray. Yes. Und ich muss sagen, eigentlich, ich habe ihn wirklich lange nicht getragen, aber man verliebt sich irgendwie wieder. Das ist ein Duft, egal was seine Hater sagen und was die manche in dieser ganzen Szene für einen Stuss manchmal labern, dass das nicht funktioniert, etc. pp. Vor allen Dingen die Jugend, die kann so und so nicht mal 2 Minuten an einen Film hängen bleiben, das muss alles schnell gehen, kann man auch gar nicht so ernst nehmen. Aber der Duft ist egal, was ist. Natürlich kann das sein, dass er ausgelutscht ist für manche oder für einen selber, weil du ihn viel zu oft getragen hast. Aber wie gesagt, ich habe den über 1 Jahr, glaube ich, nicht mehr angefasst und es ist herrlich. Dieses, klar, Amboxan, es ist pfeffrig, es ist Bergamotte, es ist ein geiler Duft. Und er kam an den Tag natürlich wieder an. Daran seht ihr, dass da draußen, vor allen Dingen bei den Frauen, das komplett scheißegal ist. Erstmal ist es ein frischer Duft. Er hat eine gefällige DNA, die funktioniert einfach und so weiter und so fort. Ihr kennt den Duft. So, und das finde ich so nice und es hat wieder funktioniert. Was ich natürlich auch gedacht habe, dass es logischerweise funktioniert, dass dieser Duft, warum sollte der auch auf einmal nicht funktionieren? Und ich rieche ihn ja auch kaum oder nicht so oft mehr. Und das ist sehr nice. Das ist natürlich noch die allererste Auflage, ne? Das ist natürlich auch sehr nice. Aber trotzdem allgemein die Reihe, der Flakon, muss man sagen, sieht absolut geil aus. Das ist einfach, das ist ein Duft, zum Beispiel wie Job Homme, ne, oder Boss Bottle. Die gibt es immer und sind immer noch in den Charts. Und Dior hat das im Endeffekt so geschafft, mit dem Duft, genauso wie Bleu de Chanel, die werden einfach sich in diese Reihe einsortieren, zu diesen, die immer da sind. Wenn du sowas schaffst, bist du der King. Ne? Chanel, das ist ja so und so und Dior, klar, aber ihr wisst, was ich meine. Weil was ist in den letzten 100 Jahren, wollte ich sagen, was ist in den letzten Jahren dann auf den Markt gekommen? Viele Düfte werden vergessen sein. Und ich sage euch eins, selbst Erba Pura wird vergessen sein. Die haben das zwar noch so, der Duft, ohne den jetzt irgendwie einen Angriff auf die oder auf Search auf, nein, aber der Duft ist zwar präsent und habe ich letztens auch schon wieder gerochen, aber das ist trotzdem, damit ihr nur die Verhältnisse seht und hat nicht damit zu tun, weil es Nische ist, weil Aventus schafft es ja auch und das ist Nische. Trotzdem wird es Erba Pur nicht in diese Riege schaffen, die dort ist. Aventus schafft das, aber ja, aber trotzdem ist das nochmal eine andere Liga. Job Homme, Boss Bottle, und eben so 1, 2, 3 andere noch. Das ist einfach Fakt. Das sind Düfte, das hat man irgendwie das geschafft. Das sind Meisterwerke im Endeffekt. Das ist auch ein Meisterwerk. Das ist einfach so. Dior Sauvage ist ein Meisterwerk. Genau wie Boss Bottle. Das hat jetzt nicht mehr der Qualität. Leute, denkt nach, wie, ne, die jetzt nur Nische mögen. Die Qualität, wie sie es gemacht haben, das Marketing, alles im einen. So, und das ist einfach, und da gehört der mit zu, oder die Reihe Bleu de Chanel, und die ich eben aufgezählt habe, und einige andere noch. Das schaffen nicht viele. Le Mal zum Beispiel auch noch. Die gehören, das ist einfach so. Und da reinzukommen, und ihr seht, 1 Jahr Pause gemacht, oder keine Ahnung, ich glaube über 1 Jahr, habe ich diesen Duft nicht gerochen. Geil. Geil, absolut geil. Und die ganze Reihe, die ich jetzt hier nicht eigentlich besprechen möchte, ist aber toll. Das Elixier, was noch diesen schönen Lakritz-Style hat. Ne? Das Parfüm, was für mich männlich, holzig noch mehr riecht. Das Eau de Parfüm habe ich übrigens nicht mehr, weil, war das oder verwechsel ich das mit Bleu de Chanel? Nee, ich gebe immer die Zwischendinger ab, weil das ist dann immer ein
Duft zwischen, ja, im Endeffekt Eau de Toilette und Parfüm, deswegen brauche ich das Eau de Parfüm meistens nicht. Ist einfach so. So, und dann haben Eau Forte mit den weißen Saft, was viele überhaupt nicht gefeiert haben. Ich ja, und vor allen Dingen fürs Büro, sehr nice und hält vor allen Dingen sehr lang. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Und im Endeffekt, das ist fast das Geilste. Das ist noch, also das überholt das hier nochmal. Das Very Cool Spray gibt's ja auch nicht mehr und sprüht natürlich, darf ich ja gar nicht sprühen, da kommt ja was raus, kennt ihr ja noch das, ne, was Jeremy da früher mal gemacht hat, sich eingedüdelt, das komplett leer gemacht hat. Das Teil im Hochsommer, nice, Alter, nice, da liegt die Betonung auf nice. Und das wäre lange so nicht so gesagt. Ja, es kommt noch Lavendel in diesen Duft vor. Lavendel, ja, etwas Blumiges. Es ist einfach ein Saubermann-Duft, der fürs Büro geeignet ist, für State, für alle Jahreszeiten und eigentlich immer und überall und nirgendwo. Das ist der Duft. Und mehr braucht man eigentlich für den Duft nicht sagen. Ich glaube, ihr könnt ihn langsam irgendwann mal wieder rausholen. Ganz ehrlich, ich habe ihn, weil ich so viele Düfte habe, nicht mehr getragen. Nicht, weil er ging mir nie auf die Eier. Mir geht kein Duft auf die Eier. Also die Düfte, die ich habe, die ich mag, gehen mir nicht auf die Eier. Wie gesagt, ich habe Job Om, ich habe Roma. Hier, den habe ich, das ist Roma. Mein Lieblingsduft mit, oder der eigentlich. Das ist der erste Duft, den ich gekauft habe, wo ich mit Parfüm anfing zu kaufen. Aber da, wo er rausgekommen ist, 1992, der geht mir immer noch nicht auf den Eier. Nein, warum? Was soll das? Warum soll das ein Duft auf die Eier gehen? Mann, immer dieses, natürlich kann man andere und neue haben, aber ja. Und wie gesagt, natürlich, klar, wenn ihr den nicht mögt, mögt ihr den nicht. Ist alles easy. Ich wollte nur sagen, er funktioniert wieder. Vielleicht holt ihr ihn mal wieder raus. Ne, der wird so und so wieder zurückkommen. So richtig da, wo er war. Es ist ein bisschen ruhiger geworden um den Johnny Depp Duft, wenn das passt. Der passt, also Johnny Depp passt zu diesem Duft wie die Faust aufs Auge. Ist eigentlich passt, das ist geil. Ja, schreibt mal in die Kommentare, war er bei euch weg, war er nie weg, holt ihr ihn mir wieder raus, habt ihr keinen Bock und so weiter. Auf jeden Fall, ja, der Sauvage. Nicht cool Sauvage, sondern Sauvage ist zurück und dementsprechend, ja, ihr könnt ihn benutzen mal wieder, wenn ihr Bock habt. Vielleicht benutzt ihr ihn aber auch schon die ganze Zeit, wenn ihr nur 5 Düfte habt. Vielleicht habt ihr Job Om, vielleicht habt ihr CK1, auch so übrigens ein Duft, der sich in die Riege einreiht für immer und ewig. Dann, ja, hier, Bleu de Chanel und so weiter und so fort. Das würde mich mal interessieren. Dann würde ich sagen, bin ich raus. Und Grüße gehen raus an euch alle und an meine Mitglieder. Und dann bis zum nächsten Mal, Freunde.